So, dann spielen wir weiter. Wir sollen B drücken. Wahrscheinlich wieder, boah, hat es mich gerade erschreckt. Oh nee, es gibt sehr viele Sachen. Peter Carroll raucht nicht. Doch, er raucht. Warte. Ah, fuck, ich hab's vergessen. Einbruchsversuch. Den Kratzer am Schloss und Carrolls Hütte nachzuurteilen, hat man mehrfach versucht, die Tür aufzubrechen. Mit schon auf den Deck, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat Blutlache gefallen ist. Es gehört. Ja. Ein Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das mit dem Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Das stimmt wohl. Space-Hinweise. Haben wir noch weitere. Peter Harry hatte das Rauchen vor langem aufgehört, aber möglicherweise hat er den Tabakbeutel behalten. Seine Frau hat den Beutel zuvor noch nie gesehen, aber sie durfte die Hütte auch nicht betreten. In der Hütte befindet sich eine Fläche kaum größer als ein Buch. Warte. Ah, nee. Ja, okay, das macht Sinn. Schnell gehandelt. Peter wurde mit der Harpune in die Brust getroffen und an der Wand aufgespießt. Wie ein Schmetterling. Das macht keinen Sinn. Judith Carey hat ausgesagt, dass ihr Mann sich selbst um den Garten gekümmert hat. Das klingt allerdings nicht sehr glaubwürdig. Möglich heimlicht sie etwas. Das macht okay. Ja, war klar. Aber wie kann ich das Dings da? Achso, aufheben. Fehlende Blech. Aufgespießte Wand. Ein Schmetterling. Fehlende. Schnell gehandelt. Peter hatte zwar ein Messer, konnte es aber nicht einsetzen. Er hatte keine Zeit dazu. Okay, das macht auch Sinn. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an die Wand aufspießt. Oh, das hört sich so an, ob wir was testen müssen. Kann das sein? I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Oh ja. C. Untersuchen den Mord? Ja. John scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Dr. Watson wird Ihnen alle allzu gerne bei der Vorbereitung zu einem Harpunenwurf Extrem zur Hand gehen. Ah, wie geil. Da freue ich mich schon. Müssen wir wahrscheinlich... What am I doing here? I've done nothing wrong. Ja, okay. Ah, nee, ich will nicht spoilern, weil, okay, das hat man gehört. Eigentlich. Locked. Locked. At your service, Mr. Holmes. Müssen wir zu Baker Street zurück? Kann es sein? Baker Street. Wahrscheinlich ja. Aber ein interessanter Fall ist es bis jetzt. Das ist schön. Herleitungs... Kann man ja so lange noch hier Einbruchs... fehlende Blechküste, kein Gärtner. Ah, nee, okay. Das hätte ich jetzt gedacht. Das macht keinen Sinn. Ja, das macht auch keinen Sinn, ja. Okay.
ist eigentlich logisch. Raucht nicht. Einbruchsversuch. Wahrscheinlich ja nur wegen dem... Ah, okay. Fehlende Blechkiste. Peter raucht nicht. Aufgespießte. Kein Gärtner. Das ist... Ja, okay, das ist... Okay, da sieht man auch was... Okay. Ich kann nichts mehr machen. So, beenden. Dann sollten wir auch, ja, in der Baker Street sein. Das ist schön. Ah, ein Experiment. Da freue ich mich ja schon drauf. So, Holmes. Wollen Sie mit mir ein Experiment durchführen? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ein sehr braver. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Nein. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja, das stimmt, weil die sind alle gleich und wenn nicht, dann ist es komisch. Harpunen-Experiment. Dr. Watson hat bei der Whitechapel Metzger alles für die Harpunen-Dings vorbereitet. Lediglich die Harpune fehlt. Okay, die Harpune wird nicht schwer. I need to take a harpoon with me. War die Harpune nicht da? Ah, hier kann man... Ah, okay, das ist schön. Forschungsberichte, Chemie. Oh, nee. Oh, willst du mich verarschen? Blutproben. That is not the one I need. Wenn ich will, Und... That Okay, is not... nein. Nein! Was? Zeitung. That is not the... That is... Okay. Dawsons und Nelligan Investment von Pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat auch schwere Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23 größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte und der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seiner Kreditgebern gesucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay. Jetzt haben wir ein Dokument. Oh. Aber ich hoffe, ich will echt... Nee.
My archive. I can always consult with... Okay, jetzt hat sich gespeichert. Wo kriege ich eine Harpune her? My archive. Ich will keine Harpune suchen. Ich keine Ahnung habe. Hä? In den anderen Spielen ist die Harpune immer da oben. Da ist keine Harpune. Bin ich blind? My analysis table. It is useful for my work. Harpune. Warte mal, kann es sein, dass ich Dings da hier lang? Ich brauche eine Harpune. Achso, okay. Ich bin doch so habel im Kopf. Egal. Aber das eine war wirklich ein Ratespiel, weil das ist, da steht mir nicht gleich, was man macht. Notizbuch öffnen. Man kann währenddessen immer ein bisschen nachgucken. Das ist schön praktisch. Verwenden und das kann man erfragen. Ah, okay. Ich habe jetzt langsam eine Ahnung, was diese Zeichen immer bedeuten haben. Okay. Das ist nichts Neues und Besonderes. Dieser Fall wird langsam interessant. Aber das mit dem Experiment werde ich noch durchführen, dann ist es, glaube ich, auch bald fertig dann. Na, dann bald fertig. Aber zuerst gehe ich nochmal zur Frau, vielleicht hat sie was Neues zu sagen. Man weiß ja nicht. Who could do such a thing? My poor husband. Das mit den Sprinten ist Gewinnungsbedürfnis nicht dich. That should do it. Now I am ready for the experiment. Jetzt frage ich mich, warte mal. Wo ist denn die Harpune hin? Ah, da. Harpune. Eine schwere und scharfe Walfang-Harpune handelt sich. Okay. Jetzt fahren wir zum Metzger. Whitechapel Metzger. Okay. Ich finde diese Ladesequenzen sind einfach nur richtig geil gemacht. Ist das die Harpune? Ja, geil. Wenn es die wirklich ist, ich habe auch keine Ahnung. Jetzt heißt es gleich ein bisschen spielen. Okay, wenn man das macht, dann geht man wieder raus. Egal. Mit Watson. Ja, Watson rein. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Ja, ich bin's Holmes, auch you nicht. should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Boah, ich kann sowas doch nicht. Zielen. Ich kann doch sowas nicht. Lol, mit einem Versuch. Geil. Das war gerade Glück. Boah. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Diese Fliege. Achso, nein, ich dachte schon, das wäre Dings da. Also kann es dieser Junge nicht sein. Ich wollte er.
So, jetzt haben wir eine Antwort. Scotland. Scotland, ja, so. Dann fahren wir mal zum Scotland, ja. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Aufgespießte Wand. Nötige. So, braucht man eine. Okay, perfekt. Macht Sinn. Große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. Zwei Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es eine untrainierte und durchschnittliche kräftigen Personen gelingen könnte, Peter Kalle mit einer Harpune an die Wand anzuspießen. Aber da... Sag mir nicht, man muss jetzt... Nee, dann glaube ich eher, das sind zwei, weil Glück... Weil dann brauchte man sehr viel Glück. Ich glaube, es sind zwei. Gibt's noch irgendwas? Kein Gärtner, okay. Okay, das ist... Okay. Das ist schwer. Das sind, glaube ich, die Beweise, die wir dann so haben. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean something, but what? Ich glaube, die Abkürzungen sind Namen, kann das sein? Also das denke ich jetzt, aber das muss nicht stimmen. LW. Keine Ahnung. Und die Zahlen sind wahrscheinlich so Bank-Dings dabei. Ja, das könnte wahrscheinlich. Ich denke Bank. Ja, achso, Escape. Ja. Dieser Fall wird wahrscheinlich noch sehr interessant, habe ich so das Gefühl. Ich frage mich gerade, was das für ein Typ ist. So, John. Warum John Nelligan? Aber das... I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. So, noch ein... Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. So, wie ich im letzten Part ja schon gesagt. Ja, dass die wahrscheinlich zusammen auf See, oder war es dieses, ach, keine Ahnung, gesegelt sind, dass die Freunde und John Vater den Ring oder umgekehrt den Ring dann gegeben haben. John scheint keine gewöhnliche Einbrecher zu sein. Okay. Das Schiff-Logbuch für das Jahr 1883 könnte Licht in das Dunkle hinsichtlich der Verbindung zwischen Peter Carey und Nelligans Vater bringen. Das ist sehr interessant. Was müssen wir jetzt machen? Ja, stimmt ja. Ich wollte ja was gucken. Scott Woodmans Lee.
Ich will ja gucken wegen den Schuhabdrücken. Ach komm, das wird dann etwas länger. Vielleicht speichert sich das der danach wegen den Dings da. Aber warte, haben wir hier was Neues. Große Kraft. Hinweise. Nein, okay. Fehlt uns wahrscheinlich noch etwas. Aber dieser Fall wird noch sehr interessant. Habe ich so das Gefühl. Aber bevor wir das dann sehen, gehen wir mal zum Schuhdings da. Und dann hoffentlich, dass es sich speichert. Ja. Es wird sehr interessant, dieser Fall. Ich freue mich schon weiter. Und das wird, glaube ich, sehr lange gehen. Okay, fortfahren. Schuhabdrücke. Gucken, ob diese Schuhabdrücke zusammenpassen. Wenn nicht, dann nicht. Hier. Karo-Stiefel. Nein, These boots don't match the footprints. war klar. So, das war jetzt, kann es sein, dass wir größeren These footprints appear to be quite large. wir brauchen andere Schuhe. So, Peter Curry Stiefel zusammen stimmen nicht mit den Abdrücken im Garten überein. Das bedeutet, dass sich eine weitere Person in Woodmans Lee aufgehalten hat. So, das ist sehr interessant. Und vom Jungen glaube ich nicht, dass es... Der hat, glaube ich, kleinere Schuhe. Ah, jetzt weiß ich nicht, ob sich das jetzt gespeichert hat oder nicht. Egal, dann spielen wir halt kurz weiter, bis ich dann sehe, dass ich das gespeichert habe. Ich finde es immer noch doof, dass man nicht manuell Who speichern kann. could do such a thing? My poor husband. Ja. Ich finde es interessant, diesen Fall. Ich finde es interessant. It seems that the garden was what... It seems that... Aber wenn ich mir so überlege, es besteht eine geringe Möglichkeit, dass es eine untrainierte und durchschnittlich kräftige Bewegung könnte. Peter Curry mit dem... Nee, das glaube ich ja weniger. Boy, ich will, dass sich das speichert. Das wäre jetzt richtig. This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. Ah, man kann auch, okay. Egal, dann beende ich das und dann werden wir sehen, wenn sich das dann automatisch speichert. Dann zwar sind wir dann wahrscheinlich... 1883. That's the one I need. So, jetzt hat This sich das is the gespeichert. clue list of the Sea Unicorn. Ja. Hat unten nichts gespeichert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.